Liebe Freundinnen, liebe MitstreiterInnen, wir stehen heute vor diesem Betrieb, den Tönnies von Vion übernehmen will. Doch das ist nicht der einzige Standort. Insgesamt will Tönnies 3 Schlachthöfe und einen Zerlegebetrieb übernehmen und zusätzlich 2 Häuteverarbeitungsbetriebe, um in das Ledergeschäft einzusteigen. Ein Großteil der Standorte befindet sich in Bayern. Nach diesen Übernahmen würde Tönnies nicht mehr 360.000 Rinder pro Jahr schlachten, sondern eine ganze Million. Schluss mit dem Profit! Auf Kosten der Tiere! Und wäre damit auch im Rinderbereich mit Abstand Marktführer. Damit kontrolliert ein einzelnes Unternehmen große Teile der Fleischindustrie und übt auch darüber hinaus großen Einfluss auf Politik und Gesellschaft aus. Die Industrie gehört abgeschafft! Tönnies gehört abgeschafft! Leder gehört abgeschafft! Heute bin ich mit gemeinsam gegen die Tierindustrie hier in Memmingen bei dem Werk von Vion, was bald an Tönnies verkauft werden soll. Und wir sind der Meinung, erstens, dass Tönnies das nicht machen soll und zweitens linke Äpfel, weil man ebenso gut aus Äpfelleder machen kann. Warum Tiere töten und häuten, wenn man auch einfach faule Äpfel nehmen kann und daraus Leder? Das macht für uns einfach keinen Sinn. One struggle, one fight! Human freedom, animal rights! Was bedeutet überhaupt Konzernmacht? Die Macht der Megakonzerne geht weit über die wirtschaftliche Ebene hinaus. Sie greift auch in die Politik ein, zum Beispiel über LobbyistInnen und Parteispenden, beeinflussen Wirtschaftsbosse die Gesetzgebung auf Kosten von Tierschutz, Umweltschutz und Menschenrechten. Wir sehen, wie hier gerade Leder verladen wird. Und Leder ist ein Produkt der Ausbeutung und Umweltzerstörung. Leder wird oft als natürlich und haltbar vermarktet. Aber das wirklich dahinter steckt, sind giftige Chemikalien, brutale Ausbeutung und massive Umweltschäden. Chrom 6 ist krebserregend und löst schwere Allergien aus. In Deutschland leiden inzwischen mehr als 1,5 Million Menschen an Allergien gegen Chrom 6. Was wir fordern, ist ein Systemwandel. Wir fordern einen radikalen Wandel dieses Systems. Wir müssen die Lebensmittelkonzerne vergesellschaften und auf eine gerechte pflanzenbasierte Lebensweise umstellen. Um echte Veränderungen zu erreichen, brauchen wir nicht nur weniger Konzernmacht, wir brauchen ein anderes Wirtschaftssystem, das sich an den Bedürfnissen der Gesellschaft orientiert und nicht am Profit einiger weniger. Wir müssen uns zusammenschließen und der Macht von Tönnies & Co. entgegenstellen. Lasst uns weiter gemeinsam kämpfen für eine gerechte, nachhaltige und pflanzliche Zukunft.